Machtdemonstration im südchinesischen Meer. Das chinesische Staatsfernsehen zeigte kürzlich, wie Raketen und Torpedos starteten, Flugzeuge in Formation flogen. Auch U-Boote nahmen an dem Manöver teil. Ein weiterer Einschüchterungsversuch im langjährigen Streit zwischen China und seinen südlichen Nachbarn. Worum geht es dabei? Es geht um Wasser und Land südlich von China, ein Gebiet so groß wie Mittelmeer, Nord- und Ostsee zusammen. Das Völkerrecht gibt jedem Staat besondere Rechte in den 200 Meilen, die an seine Küste angrenzen. Die Zone gilt als ausschließliche Wirtschaftszone dieses Staates. Hier kann er allein über die natürlichen Ressourcen verfügen. China beansprucht nun sämtliche Inseln innerhalb einer U-förmigen 9-Striche-Linie. Es beruft sich dabei auf eine Karte aus den 40er Jahren, die international nicht anerkannt ist. Das Gebiet ist zum Teil weit weg von China, aber nah an Vietnam, Indonesien, Malaysia, Brunei und den Philippinen. Deshalb hat Peking Streit mit diesen Staaten, denn das Meer ist reich an Fischbeständen und Bodenschätzen. Und wer die Hoheitsrechte ausübt, kann die Schifffahrtsroute von Ostasien in Richtung Nahost und Europa kontrollieren. Pro Jahr werden hier Güter im Wert von 4,5 Billionen Euro transportiert. China verfolgt fernab seiner Küste auch militärische Interessen. Es hat an mehreren Formationen Land aufgeschüttet, um Landebahnen für Flugzeuge zu errichten. Im südchinesischen Meer gibt es Riffe, Felsen, Sandbänke. Viele Formationen, bei denen unklar ist, ob es sich in einem völkerrechtlichen Sinn um Inseln handelt. Diese Frage ist im Streit der Völker entscheidend, denn daraus leiten sich unterschiedliche Ansprüche auf das Gewässer drumherum ab. Wem eine Sandbank oder ein Felsen gehört, der hat noch keinen Anspruch auf eine Wirtschaftszone drumherum. Bei einer Insel dagegen schon. Der Streit zwischen den Philippinen und China um einige Erhebungen in der Nähe der Philippinen ist nur ein Teil des Konflikts. Im Norden liegen 130 Koralleninseln, die Paracel genannt werden. Auf diese erhebt Vietnam Anspruch. Und im Süden liegen die Spratlys, eine Ansammlung von etwa 200 Korallenriffen und Sandbänken. Sie werden ganz oder teilweise von Vietnam, Taiwan, den Philippinen, Malaysia und Brunei beansprucht. All diese Staaten hoffen, dass dieser Schiedsspruch zur Klärung ihrer Ansprüche beiträgt.